Im Wilden Westen wird es nie ruhig. Und darum versorgt uns Lumibrix immer wieder mit neuen Sets. Schauen wir uns das zusammen an. Hallo und willkommen auf meinem fantastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute haben wir das neueste Set von Lumibrix von der Old West Reihe, die 14017 mit 1023 Teilen, das Wild West Ranch Duell. Schöne Airplane Box, aber als ob dieser Hintergrund auch schon beim vorletzten Set war. Müsste ich mal nachschauen und es vergleichen. Auf jeden Fall so Old West Style hier an der Seite, bevor der Duell. Ja, und nur bevor der Duell. Hier ist eine kleine Box, da gibt es auch keine Bilder an der Seite. Ist jetzt auch einer, sage ich mal, der mittleren Sets von Lumibrix. Die Bauanleitung, wir haben nur ein Buch, ein schönes dickes Buch. Und am Anfang haben wir hier so ein paar Szenen, sagen wir mal. Auch ein bisschen Modularität, was man machen kann. Und dann Safety Sachen. Und wieder Lichtüberprüfungen. Jedes Mal dasselbe, auf verschiedene Sprachen. Oh, das ist neu. Lichtcheck. Ich meine, diese Grafik ist neu. Das ist lustig. Bis jetzt hatte ich diese Teile immer nur in schwarz, jetzt ist sie in reddish brown, was man jetzt nicht in der Bauanleitung so richtig sieht. Ja, schöne Bauanleitung, alles was neu gebaut ist rot umrandet, keine Farbkodierungen oder irgendetwas, super toll. Die Bauanleitung, also das Set ist unterteilt in 6 Bauabschnitte, es hat 352 Bauschritte, die Bauanleitung hat 291 Seiten, aber danach hat es hier quasi, ja, ich nenne es mal Spiel- oder Displaymöglichkeiten. Da zeigt es, was man quasi alles machen kann oder wie sie sich das vorgestellt haben. Kann ich gleich sagen, definitiv ein super Spielset. So, ja, was auf jeden Fall dann Teile pro Bauschritt 2,9 werden verbaut und Teile pro Bauabschnitt 171. Detailliert, Beleuchtung wird auch super gezeigt, gar keine Probleme beim Bau. Dann kommen wir zu den Maßen. Die Maße vom Set, eine Breite von 25, also nee, das ist so ein Zeitbild, so ein kleines. Ist ja auch auf der Box gezeigt. Hier, Bonus Ranch Diorama soll quasi das darstellen. Keine Ahnung, wozu das jetzt nötig war, aber okay, haben sie, ist dabei. So, dieses Set hat 25,5 cm Breite, eine Höhe von 16,3 und eine Tiefe von 22,5 cm. Ich schaue, vielleicht ist es sogar 23 cm, wenn man auch dieses Teil berechnet. Das muss ich jetzt nochmal überprüfen. Ja, sogar 23,5 cm in etwa. Dann kommen wir schon zum Preis. Der UVP-Preis ist 62 €. Was einen Teilepreis von ca. 6,1 Cent macht, einen 100 Gramm Preis von 8,36 €. Das Gewicht vom Set ist 742 Gramm. Ich habe es mit 25% Rabatt gekauft und dann hat es mich 46,5 € gekostet, 4,5 Cent pro Teil und 6,27 € pro 100 Gramm. Das habe ich gemerkt bei Lumibrix, je kleiner das Set, umso teurer ist quasi der 100 Gramm Preis oder der Teilepreis. Aber ich finde es immer noch absolut im grünen Bereich. Dann hat dieses Set noch
3 Minifiguren, die blende ich euch jetzt ein. Und dann sehen wir den ersten Typ, der hat schöne bedruckte Oberkörper und er hat das rechte Bein so mit Munition bedruckt. Super cool, schwarzer Hut, toll. Der zweite Typ in der Mitte, ich würde sagen, das ist der Ranch-Besitzer. Keine Beinbedruckungen, aber Oberkörper bedruckt vorne und hinten. Und der dritte ganz rechts mit der Waffe, auch Oberkörper vorne hinten bedruckt und schöner Hut. Tolle Minifiguren. Neben den Minifiguren haben wir noch ein Tier, dieses Pferdchen. Das hat jetzt nur ein bisschen so den Kopf bedruckt, nichts Besonderes. Aber wir hatten auch besser bedruckte Pferde von Numibrix schon. Dann hat dieses Set 4 bedruckte Teile, 5 LEDs. Bauzeit, die betrug ca. 2,5 Stunden. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbuild und danach zeige ich die Beleuchtung und die Funktionen vom Set. Viel Spaß! Ich hoffe, das Speedbuild hat euch gefallen. Kommen wir zur Beleuchtung. Wie schon erwähnt, es hat nur 5 LEDs. Die Batterie-Knopfzellenbox ist hier. Das machen wir schon mal an. Und dann mache ich jetzt meine Beleuchtung aus. Und obwohl so wenig Beleuchtung, das muss ich jetzt zuerst zumachen. So. Obwohl hier so wenig Beleuchtung ist, leuchtet es trotzdem sehr schön. Hier so das Lagerfeuer. Hier aus der Scheune leuchtet es raus. Hier sieht man, hier kann man auch ein bisschen, glaube ich, aufmachen. Dann seht ihr auch schön drinnen beleuchtet. Glaube ich, das Dach kann man auch. Ja, das ist die Leuchte. Dann kann man auch quasi ein bisschen die Mechanik sehen. Und das zeigen wir später alles noch näher. Und was haben wir noch? Wir können hier diese Kiste öffnen. Das leuchtet so verschieden. Warte, so. Genau weiß ich es noch nicht, was es bedeuten soll. Vielleicht steht es irgendwo in der Bauanleitung. Vielleicht soll es einfach diese Schießstimmung machen. Schießaktionen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich mache jetzt mein Licht wieder an und schauen wir uns das Set jetzt mal im Detail an. Dafür tue ich jetzt diese Minifigur weg. Und dann zeige ich euch auch gleich die Ersatzteile. Hier, das sind die Ersatzteile. Ein Teiletrenner ist wie immer dabei. Ein Schraubenzieher war hier irgendwo. Genau, hier, Schraubenzieher. Interessant ist, bei diesem Set ist keine Pinzette dabei. Ich hatte schon ewig kein Set von Numibrix, wo keine Pinzette dabei ist. Das kann man so rausnehmen. Das tue ich jetzt auch. Dann können wir es besser anschauen. Da sehen wir hier, das soll quasi so ein Holzstapel sein. Sehr kompliziert gebaut mit sehr vielen Teilen, aber am Ende sieht es lustig und cool aus. Hier eine Axt, hier der Zaun, hier ist ein bisschen gebrochen. Schöner Zaunbau. Hier kann man auch schön öffnen.
Das gefällt mir sehr, wie quasi dieses Tor gebaut worden ist. Hier diese eine Print von den wenigen. Diese kleine Brunnen oder Pumpe, die fand ich super lustig beim Bauen. 3, 4 Teile, Brunnen. Hier haben wir quasi Futternapf fürs Pferd, ein alter Baum. Das ist quasi so Vordach vom Pferd, die Scheune. Hier Peitsche, Eimer. Diese Tür kann man hier so öffnen. Kann man auch ein bisschen reinsehen. Da Werkzeug. Coole Brickbuild-Tür. Und hier sieht man halt auch Carters Barn. Das kann man so ein bisschen aufmachen. Das kann man abnehmen. Das kann man auch nur kippen. Dann haben wir hier eine Tür. Und das kann man rausnehmen. Und dann können wir auch hier reinschauen. Haben wir Heu, haben wir hier da Schaufeln. Hier ein bisschen Flaschen. Eine Heugabel. Cool. Und hier oben, wie schon vorhin auch hier oben, ist ein bisschen Heu verbaut. Und da ist die Mechanik, wo wir das dann drehen können. Dann geht hier das hoch und runter. Funktioniert einwandfrei. Und auch ganz easy gebaut. Kann man damit ein bisschen rumspielen. Ist ja ein kleines Set. Oh ja, hier in der Tür sieht man auch noch ein bisschen Werkzeug. Ist jetzt nicht so ein großes Set. Hier haben wir noch ein bisschen Karotten, Kürbisse, so Grünzeug. Nett. Alles sehr nett gebaut. Macht auch viel Spaß beim Bauen, so ein bisschen Details bauen. Ja, und schon wären wir mit dem Teil fertig. Und dann baut man auch das hier und man zeigt es, dass man es hier reinstellen kann oder auch an die Seite. Wir schenken es jetzt hier wieder rein. Und dann soll man die Minifiguren so hin tun und dann kann man so bewegen. So. Warte, ja genau, hier links und rechts. So. Und dann schießt man. Piu, 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 piu. Und vielleicht ist das halt damit gedacht, wenn man aufmacht und es jetzt ein bisschen dunkler ist, jetzt ist es wieder zu hell, dass quasi so Lichteffekte sind beim Schießen. Und er so schaut dann zu, ja, aber lieber von dieser Seite, dass er nicht abgeschossen wird. So, und das ist das Range-Duell. Ich finde, das passt super in die Old West-Reihe. So am Rande der Westernstadt, wenn man es aufbaut. Toll. Und halt, wie gesagt, nochmal dieses kleine Ranch-Diorama. Auch aus wenigen Teilen gebaut. So als kleiner Bonus. Noch was wollte ich zeigen. Erstmal diese 6x6 Fliese. Okay, ja. Wenn ich mich nicht irre, hatten die alten Fliesen in der Mitte einen Angusspunkt. Hier ist keiner. Super, das gefällt mir. Aber was mir nicht gefällt, und das könnt ihr sehr deutlich sehen, das sind diese Kabelführungssteine. Und da ist eine deutliche Farbabweichung. Ja. Aber alles andere, diese ganzen Pins und so, das ist alles in der richtigen Farbe, keine Farbkodierungen, alias Farbseuche, also super, gefällt mir sehr. Beleuchtung finde ich völlig angemessen. Jo. Und dann wären wir schon da beim Ende, ist ja ein kleines Set. Mir gefällt es sehr, wie immer. Ich kaufe mir halt Sets, die mir optisch gefallen, dann das passiert dann selten, dass mir die dann auch nicht gefallen beim Bau. Bauen mag ich ja generell alles. Muss mir halt nur muss mich optisch anziehen. Bisschen fragil ist es hier, aber sonst Top-Set mit 2 kleinen Spielfunktionen. Ich denke, damit können die Kinder super gut spielen. Kann man auch das dann wegnehmen und dann hier bang, 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 bang. Und dann kann man hier quasi auch das Pferd stehen lassen, dass der, ja, kann man dann auch so, dann hat man ja sogar quasi 2 Möglichkeiten. Hier, da schießen sie sich ab und da ist die Ranch. Ja, finde ich wirklich coole Idee für ein Western-Set. Was meint ihr? Gefällt euch das? Ja. Außer dass es jetzt wenige bedruckte Teile hat, die kann ich auch zeigen. Das ist einmal das hier, dann hat es hier Carters Barn, dann diese
das Holzteil und hier oben das. Fertig. Das sind die bedruckten Teile. Bei Lumibrix ist man ja schon gewöhnt, dass es mehr sind. Jo, sollte euch das Set gefallen, könnt ihr gerne meinen Affiliate-Link benutzen. Mit dem Code Klemmtastisch habt ihr auch 10% Rabatt. Solltet ihr Aktionen mit mehr Rabatt finden, könnt ihr trotzdem meinen Affiliate-Link benutzen. Euch kostet das nicht mehr, ich kriege einen kleinen Prozentsatz von Lumibrix, dass ihr das über meinen Affiliate-Link gekauft habt. Daher finde ich es eine Win-Win-Situation. Sonst gerne kommentieren, gerne abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.